48 Angler. Let's do this. 24 Boote. 9 Nationen. Dobsche, dobsche, tralala. 3 Zielfische. Oh, Fisch auf Fisch. Und ein Pokal. Der YPC Boat 2025 wird euch präsentiert von Hearty Rice Feel the Difference. Der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein und dem B1 Bootscenter. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 4. Episode und damit zur 2. Folge in Gruppe B. Nach einem fischreichen Vormittag führen die Newcomer von Zwartzonka vor den beiden Belgiern von Westin, den beiden Niederländern von Savage Gear und dem deutschen Duo von Zeck. All diese Teams haben das Minimalziel für den ersten Turniertag bereits erreicht und mindestens 2 gute Wertungsfische gefangen. B1 wiederum hinkt noch etwas hinterher und bei Titelverteidiger Stroft ist bisher außer Bresen nichts gewesen. Wenn sie die Chance auf die Fullcard und damit höchstwahrscheinlich auch die Chance aufs Finale nicht frühzeitig verspielen wollen, müssen sich Sebastian und Sascha also schleunigst etwas einfallen lassen. Theoretisch bleibt aber noch genügend Zeit. Vor Beginn der 2. Tageshälfte schauen wir einmal kurz auf die Karte. Stroft fischt weiterhin auf der Maas, Westin und B1 auf der Nive Meerwede und Zwartzonka auf der Ude Maas. Zeck und Savage Gear hingegen haben den Fluss bereits gewechselt und fischen auf der Ammer. Und obwohl zunächst noch Pflichtaufgaben anstehen, ist Sean gedanklich schon wieder woanders. Welcome, episode 2. Here we go. Here we go again. Let's get the big perch. Oh, no, let's get the big zander. Maybe a big perch. That's hopefully a bonus bite. Just cross off the zander and then we can do big bait casting on the river, which is a challenge, but a challenge we are happy to accept. So I think we're gonna continue the Twitch game a little for now. Yeah, I'm gonna. It is what it is. Like, it's so much fun and it's so damn effective. So yeah, Twitch bait, jitterbait, get those big zander off the list, and then big pike. Let's go. Let's go. Big pike. Yeah, again, pike. Yeah, that's the one. Go big. The one. It's not that big, I thought, but maybe it's an upgraded thing. No, maybe It's not big. It's on the main hook. It's well bigger. It's bigger for you. Yeah, it's bigger. It's not big, but it's long. So that's what we need. Long pike. Oh, and it's out. And it's out. Oh, perfect. It's 76 approved. Look at that. Westin benötigt auch in Halbzeit 2 keine Anlaufzeit. Solides Upgrade mit dem Ton und lügt sich bis auf wenige Punkte an die Spitzenreiter von Zwartzonka heranschieben. Allerdings wirkt deren aktueller Angelplatz ebenfalls aussichtsreich. So we started on a new spot, well, not on a new spot, on a proven spot, which can be interesting. Like if you have spots that are like proven fish catching areas or points, or from the boat or from the bank, doesn't matter. It's always nice to like extend the area a bit, because there's a reason why there's fish around. We have been catching, but a little bit further in. So now we start just a little bit earlier, because we were having bites basically straight when we went in. So then it's really interesting to expand it a little bit. It might always be the case that there's other fish still hanging around. So we're gonna give this couple of casts, then we're going to move in further and hopefully connect to them. Ist nicht dein Ernst. Das macht meine Stimmung nicht besser, Alter. Petri. Wir dürfen es nicht benutzen gerade. Dankeschön. Fängt der da den Barsch vor uns, ey. Alter, echt. Ich sterbe. Und das sind die Entscheidungen, die halt, weißt du, wenn du gesagt hättest, komm, wir fangen unten an und arbeiten uns hoch. Ja, dann?
Der wird zuerst an der Stelle gewesen. Ja, Fisch! Esp or what? Esp? Yeah, Esp. Oh, okay. Oh my god, what a bite. I knew from the bite it was an Esp. Ja, fish on. Good Big fish. sander. Ah, los. It's off. Oh. A good fish, really good fish, really good fish. Oh man, is it allowed to cry on the film? Oh, I lost such a big fish. Ja. Ah, I had a bite. Hey, okay, was ist das? Oh ja. Ankerstellung. Vorsicht. Frankie. Gut aus, wa? Sander. Sander. Natürlich. Ist wieder relativ fein hier, eine 15 Gramm Rute. Einen kleinen. Ich kenne ja viele vom Bressangeln, dass ich eher mehr auf fein stehe. Wasser. Ja, der ist gut. Erste Verbesserung. Ja, der ist super. Mach schön softig. Hopp. Ja, da ist er. Den haben wir gebraucht. Den haben wir gebraucht. Geil. Tobi. Den haben wir gebraucht. Okay. Herr Frankie! Ja, Was haben wir Ihnen vorgelegt? da ist er. Ja. Das reicht schon wieder. Erste Verbesserung. Was hast du jetzt so? Was hast du gefangen? Chatterbait mit einem Motoröl. Okay. Der ist locker drüber. Der ist locker drüber, ja. Das ist ein 70er. 66? 66er. 66. So, schöner Zetti. Das ist der Fisch, den wir brauchen, um hier noch eine Chance zu haben. Und den lassen wir jetzt wieder frei. Meist sind die sehr lebendig, genau. Ja, Leute, Hammer. Geil. Jetzt haben wir, in der Mittagszeit. Also Ja. es ist eigentlich eine ruhige Zeit, aber man merkt also wirklich, der Strom, auf jeden Fall kriegen wir mit, die Strömung nimmt zu. Ja, also hier ist eine Tide oder auflaufendes Wasser, was jetzt kommt. Und man merkt gleich, dass sich das Beißverhalten anscheinend ändert. Also dranbleiben und verfolgen. Also ihr seht ja viel mehr, ihr wisst ja, wo alle anderen Teams angeln. Wir wissen es ja nicht. Also wir haben gesehen, wo Team Zeck ist in unserem See auf jeden Fall oder in unserem Fluss, in der Meerwiede. Aber wo die anderen sind, sehen wir nicht. Da seht ihr mehr. Also viel Spaß, immer schön verfolgen. Verfolgen ist ein gutes Stichwort. Zweiter richtig guter Turnierfisch für B1, der natürlich im Hinblick auf Tag 2 extrem wichtig ist. Auf der Meerwiede sind die Zander wach. Wie sieht's auf der Ammer aus? So we arrived at the spot where we caught the zander in the morning. Hugo is twitch baiting again between the grass, and I'm working it with the crazy swim jig with the gobster. Changed to a different color, a little bit more white, and the current has seemed to be picking up a little as well, so that can be good. That pushes the fish from the deeper water towards the shallows to stay protected from the current and waste less energy. And we're banking on the fact that there's new fish on this spot. We have done it like this in the past and been successful like this, collecting the fish in the morning and then collecting the new ones in the afternoon, and that's what we're doing now. Between the grass, and it's like 2.5 meters deep with grass coming up, and you can see with the current that the grass is being pushed down a little. Hopefully that will increase our chances as well, so let's go. Ja, Fisch. Fish. Nice, dude. Guess it's a small zander, but yeah, really small zander. It's a fish. There we have an upgrade. Oh, we do? It's 48.5. Whoa. Correct. So that's Nice. 49. A huge upgrade for episode 2. It's a nice fish. Happy with this one. And we know that there's bigger fish around. So yeah, let's get this beauty back and see if mommy's home. So even though it's a small fish, it's always fun to catch one of those zanders. And like we noticed last year, every single point can count, because last year I think we missed, or we had 2 points above number 3. So that means that a zander like this
can really make a difference. So every single point counts, and we're gonna continue. Ich habe einen Fehlbiss gehabt. Yo, fish. Good fish. I guess. No, I'm not sure. Okay. Might be a nice zander. Or it is a pike, but it's a good fish. The engine is off, so it's a good pike. That's a good pike. Yeah, it's a good pike. Here we have the bonus pike that we're looking for. Oh, come on. Again, fishing small twitch baits, you never know what's gonna happen. And we just arrived at the first spot again. And we know that there's big fish on the spot. Nice pike. We have all time. So I'm fishing with fairly light drags because my leader is like an 0.30 fluorocarbon, and attached to that I use an 0.80 millimeter fluorocarbon. Whoa, that's a meter plus. It's not often that I'm netting and I'm actually nervous as well, so it's... Come on, baby. All time of the world. Initially I thought it was like an okay zander, but this one makes me dance in the boat. Look in the pond. Let's go sideways. We have a lot of grass around, so we don't want to get that fish into grass. Maybe we can just point the boat outside. Steer it outside. Perfect. Here he comes. Boom! Ah, yes, Yes! That was Talking about a dream scenario, guys. This is exactly what we wanted. That bonus pike. Yes! That was intense, my dude. Yes! On the bloody twitch again. It's just insane, man. What a fish. Yep. No questions asked. You know what the beauty is? Those river fish, they're built differently. They're so heavy, especially those summer. It's really nice. I'll get the tail. Yeah, tail. It is. It's over there? 110. 110? Yeah, 19.5, so 110. Boom. Nice. Just like in pre-fishing. Just like in pre-fishing. Look at that, guys. My God. Nice. That's What a freaking tank. That's what we were hoping for. Just one bonus pike, and what a bonus pike. Well done, sir. Well done. Yes, sir. Was für ein Schlachtschiff! Und noch dazu ein fantastischer Drill an der leichten Route. Savage Gear holt sich die Big Points und das ganz ohne Big Baits. Der Adrenalinspiegel bleibt vorerst auf Höchstniveau.
Let's fucking go. Yes, man! Oh. Come on. What a fish. On a twitch bait. On a twitch bait. We're literally willing to just cast around big baits and like, we just need that big zander, you know. And then gravity twitch, 8.3 centimeter. That's like a tiny bait. She was looking against the grassy edge over there, yeah. Suddenly that would make the fight. You controlled it so well, because like the final push that she went for the grass, that is scary because she's waiting there. And I was in doubt as well, because I wanted to help you out and steer closer. Yeah. But if you go closer, then she will probably hit the grass even further in. But I don't want to drag her out either. So it was intense. I was nervous netting as well. So hold on. I'm so happy, man. This is like literally the best teamwork that you can get. Fucking yeah, man. That was well exactly done, the fish that we needed. You know what the best thing is? We still have a big leg day, and that's where we're going to focus on big pike again. So let's just get one good zander now, and we're settled for the leg day. Let's go. 1 meter 10. Shall we get a big zander right now? Yes, let's do so. I'm unhooking your twitch so you can go again. So while we were making pictures, that pike just wanted to thrash around, and what you can do is hold the pike very firmly, but what I see happening quite often is also that the jaw tends to break, especially with those big heavy fish, sometimes even over 10 kilo. There's a lot of power, and if you just tightly hold them, the jaw can break. So I was literally above the water and that pike was trying to thrash. I just dropped the pike in the water and instantly swam away. So that's why we don't have got the release on camera, because we don't want to harm the fish. And this fish just went into the water, went away. So best release you can get, to be honest. Want to see how intense the fight is? This is how intense the fight was. Blocking it so he couldn't get into the grass. That's a close call. Let's replace this one. Yep. Yep. Let's see if the other guys are catching or not. Our friends at Savage Gear, they have been, well, doing what they know really well, and that's catching big pike. So Hugo had a 110 fish, big up, really nice. Yeah, beautiful. Great work, guys. Awesome. It's also good to know that they're biting in this period of time as well. Yeah. The current is really slow. It's probably going to be a tide soon. And the water is just cooled down or slowed down quite a bit. So the action is kind of very, very low. So we're thinking about trying one more perch and sander spot and then move to a good pike place and see if the good old crocodiles are willing to bite some of these ones. That would be good, some good fun. What do you reckon, Roy? I think we should do it. Yeah, let's do it. Hey, let's go. Yeah, absolutely. Ach Gott, ey, dass das so ein Krampf sein muss, ey. Ich sterbe echt, Alter. Junge, 2 Fische, Alter. Mehr nicht. Kann ja nicht so scheiß schwierig sein. Ist euch denn schon der neue Motor aufgefallen? Das Boot performt, würde Frankie sagen. Das Boot performt. Wir haben hier den ganz neuen Honda BF 250 Shorty White. Also der ist vom Look, erinnert ja an die Tradition des Motorsports von Honda. Da sind wir ganz stolz drauf. Vielen Dank an Honda für diesen tollen Motor. Der ist Wahnsinn. Und der zieht noch mal mehr ab als der andere mit dem VTEC-System. Man merkt, der hat so einen wie so ein Turbo-Sound, wie der abpfeift. Wir geben jetzt mal kurz Gas, Leute. Das ist Frankie. Frankie ist immer im Rennmodus. Das ist er. Das ist sein Ding, sein Leben. Big perch time. Come on. A little bit of luck. There is current. This is good for the spot, right? Ja, super. Wir haben jetzt mit unserem Humminbird Side Imaging haben wir jetzt hier einmal die Kante entlang gescannt. Das ist ein Spot, den habe ich auch im YPC Bank schon gefischt. Und hier habe ich jetzt ein paar Barsche gefunden, oder zumindest vermutlich Barsche, die jetzt genau hier an der Kante standen. Sascha und ich fischen jetzt unterschiedliche Techniken und gucken, ob wir die Barsche auch kriegen. Auf geht's! Ja. Fish. Big one. Perch. Perch. Kom mee. No, small pike. Never mind. Fish. Push.
Boah, ich glaube ein Hecht, aber ganz weit. Ah, that's easy. Easy. Thank you. Kommt, Frankie. Jawohl. Sauber. Pipi. Petri, Dank. Ja, eigentlich haben wir es auf Zander abgesehen. 62er Ja, 70. sind auch immer schöne Fische. So, wenigstens mal Aktion, haben einen neuen Spot. Petri. That's a good one. I start shaking, yeah. That's a good one. That's a big one. a heavy one. And big pike, big pike, big pike, big pike. Start shaking. This is a big one. Yeah. Big one. Ooh. Oh yeah. Oh, very big one. Ah, shit, man. Shit. Shit. Easy, easy, easy. Come here, come here. Oh, yeah. He wanted to jump, so I let it go. Wow. What a pike. This goes over the meter. My God. This is 120. What a pike. What a pike. Oh man. Look, my God. It's like a. Easy, it's only hooked. one chance. Easy, easy. Only one chance, mate. No. Yeah! Yes, sir! In the net, in the boat, in the boat. So you don't, in the boat, it don't. Hey, My I have God. it out of the water. Yeah. Easy. Oh, and the hook is out. Yeah, yeah. My God. What a pike. It's What 120. What a pike. What a fish, what a fish. My God, this is Oh, 120. This is huge. This is 120. Huge. Careful for the hook. I have it. Yeah. Yeah. Oh my God, he's big. Whoa. Put it on the Stay tape. here, my Put it on friend. the tape. Stay here. Oh, fuck it. 115. 115. Yeah. Whoa, what a fish, Toon. What a fish, man. 115. 115. On the bus bite fire tire. Come on, we put Let's it back. release it. We put it back. I was just taking a sandwich and I said, oh my God, what a fish. What a fish. Oh, look at it, what a beast. What a beast. He was strong. He wants to go. Yeah. Oh, guys, this is it. YPC boat 2025. Toon van Hem and me, Luc Oppens. We are very happy, I tell you, with a fish like this. Man, show the lure, Toon. Buzzbite, the version of that runs 2 meters. I'm a real buzzbite fanatic. They are so good. Oh, I'm so excited and so much adrenaline. We have it in the boat. What a fish. Buzzbite fire tire. And it was hooked on the nose. Just like this. Just like this it was hooked. But I saw you setting the hook and then whoosh. Thanks because of the perfect netting of you. We did it, man, we did it. Yes! Wow. Now I need a drink. Now I need a drink. That's the better size. You're looking like bike shit. Who said fishing is no sport? Oh my God. If you catch pikes like that, it's it's fitness. Thank you, Lord. It's deadlifting. Okay. What was it? I was fishing. Yeah, okay. Wahnsinn! Es ist bereits seine zweite Teilnahme an diesem Turnier, aber so aufgeregt haben wir Luc noch nicht erlebt. Der 3. Meter Plus in Gruppe B versetzt die belgische Besatzung in reinste Euphorie. Westin geht klar in Führung, stropft auf dem Zahnfleisch. Sehe ich das richtig, dass du noch gar keinen Kontakt heute hattest? Noch nicht ein Biss. Stark, Junge. In der Tat, das ist stark. Alter, Barsch hinterher. Der hat kurz reingehakt und hat losgelassen. Großer Barsch, ein Riesenteil, Alter, ehrlich. Ist dran.
Ja. Oh, Gott sei Dank, Alter. Jesus Maria. Mann dafür, ehrlich. So, Sascha. Junge. In meiner Erinnerung war der größer. Ja, der ist trotzdem gut. Ja. Mann, oh Mann. Das ist echt ein Tag zum Abgewöhnen. Sauber, Sascha. Ich hab den nur wieder runtergelassen und rumgezuppelt, ne? Rumgezuppelt. Roms. Mal reinpackt. Ja, die Fische sehen wirklich größer aus, wenn sie im Wasser sind. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Nee, vorne an. Und zwar sind 38. Jawohl. Korrekt? Korrekt. Petrus hatte ein Einsehen. Und du, mein Lieber, du rettest uns den Tag. So. Ey, aber verpetz uns nicht. Sehr gut, Sascha. Na, sehr gut würde ich das nicht behaupten, aber 38 ist besser Als 0. als 0. 1,15 Meter von Luke. Junge. Ja, richtig stark. Die Jungs sind on fire. Alles, was wir heute falsch machen, machen die richtig. Ja. Der Barsch, der einzige, den wir heute gefangen haben bis jetzt, ne? Der kam hier auf folgende Kombi. Hier so eine Nace-Route mit dem Nace-Köder. Dann Methanium DC. Und da drauf habe ich die GTP S3. Meine absolute Go-To-Schnur für alles und jeden Quatsch, den man so machen kann. Klar, für manche Situationen nehme ich noch eine stärkere, für manche nehme ich eine etwas leichtere. Aber wenn es so die eierlegende Wollmilchsau sein soll, dann die GTP S3. Damit bin ich immer sehr gut gefahren. Ganz ehrlich, noch einen davon. Und wir sind nicht ganz aus dem Rennen. So sieht's aus. Wobei die großen Hechte... Ist schon übel, Alter. Ja. Da wird mir echt schwummerig. Da wenn sind die wir wirklich im Fluss fischen, so große Hechte aus dem Fluss, ist halt auch super stark. Also wirklich good job an jeden, der da oben mitmischt. Richtig starkes Angeln heute. So, wir haben uns dazu entschieden, die Power Hour zu nutzen. Wir haben es eigentlich nicht vor, jetzt da Fische anzuwerfen oder zu pelagen, sondern eher die Spots ein bisschen auszuleuchten. Aber wir wollen es nicht ausschließen, wenn wir was Dickes sehen, kann es auch sein, dass sie androppen. Das gucken wir mal. Ne? Insofern, Geber rein, ja, leuchten wir uns mal aus und schauen wir mal. So machen wir das. Zack nutzt jetzt also für 60 Minuten Live-Technologie. Sean und Hugo reicht fürs erste ein Drive-By mit dem Side-Scan. We are scanning now to see if we can see some bait fish. During training we saw a lot of fish. Ooh, look at that. Big pack. We saw a lot of fish standing against the drop-off over here. So the idea is to scout, see if we find fish. If we do, we're gonna cast it with spintails, crankbaits. Ooh, that's a lot of That's fish. a lot of fish. That's looking good. So probably this is brim, but we know usually when there's a lot of brim, there's a lot of fish. Usually when we see brim, that also means that usually perch is in between them. And sometimes also the zander. So yeah, crank it down, go for some spintails and just slowly fishing in between the packs. Yeah. Phew, there's a lot of fish. Okay, jetzt kannst du ja sagen. Wie viel Geld hat dir das denn geboten? Wofür? Dass du uns hier hinführst. Damit wir keine Konkurrenz darstellen. Ich hätte halt nicht gedacht, dass du es wirklich schaffst, hier einen Barsch zu fangen. Das hat keiner gedacht. Nicht mal der Barsch. Der hat auch nur angetäuscht. Der hat auch mit Absicht nur angetäuscht, ja, am Anfang. Und dann hat der Barsch sich gedacht, ach so doof kann doch keiner sein, sein Spinnerbait dann nochmal so rumzuzuppeln. Fast 3000 Artikel bis zu 80% rabattiert. Es ist Winterschlussverkauf bei Hecht und Barsch.de. Auf Rollen bis zu 35% Rabatt. Funktionsbekleidung für bis zu 40% weniger. Routen bis zu 45% reduziert. Premium-Köder mit einer Ersparnis von bis zu 60%. Und Zubehör sogar bis zu 80% im Preis gesenkt. Ist eh fast überall Schonzeit, da kann man auch shoppen gehen. Den Link zum Sale findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Nur vom 21. bis 24.02. und nur auf hechtundbarsch.de. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super an Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und das kriegt ihr hier schon ab 16.900 €. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Und hier erhältlich ab 9.900 € im Angebotspreis. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. What are you gonna feed him? I don't know, man. Let's see what the vibe is. I even think I'm going to throw a big one just to see what happens. I mean, if they're catching 117 centimeter pikes, You need to feed them. yeah, we need to feed them. So I'm going to start throwing a new bait we got, the MacRubber XL. It's 30 centimeters and weighs 215 grams. These ones are unweighted, so they're shallow running. So I'm going to add a screw-in weight. This is 16 grams. And I attach it in the nose so it dives like a normal jig. But what it also does is it gives it a nice, more round belly action to it. Super effective, really good. And it's a very simple system to use when you need to adapt depths to situations. So yeah, let's see what's gonna happen. Könnte Upgrade sein? Ja, wir brauchen auf jeden Fall erstmal reinhauen. Ja. 35,5, 36. So, 36er Barsch schwimmt auch hier rum. Der darf jetzt wieder rein. Quick Release. Ist er weg. Das war der Übeltäter. Bladed Jig oder Chatterbait mit einem ziemlich großen Haken, weil hier auch da eben große Zander und Hechte drauf gehen. Deshalb ist für mich wichtig, hier auch einen anständigen Haken drauf zu haben. Dann nehme ich auch keinen Trailerhook. Kurz kleines Brainstorming. Wir haben jetzt hier zwar einen Barsch gefangen, aber that was not the yellow from the egg. Okay, was schwebt dir denn vor? Schwitzen wir Gewässer oder? Das Problem, was ich mit der Wal habe, ist, dass wir dort wahrscheinlich, wenn wir überhaupt was fangen, Zander fangen werden. Ja. Was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass hier keine Uferangler sind. Und deswegen, auch wenn das aus meinem Mund ja quasi schon irrsinnig klingt, würde ich hier weiter das Ufer abfeuern. Okay, das ist alles, was ich hören wollte. Ey, ich habe wirklich heute noch keinen einzigen Biss bekommen. Das ist schon eine wilde Nummer. Ja. Ich schlage dich quasi im Powerfischen, in deiner Paradedisziplin. Oh ja, das ist wirklich... Das willst du auf dir sitzen lassen? Ich gebe mein Bestes, dies zu verhindern. We will change now to zander fishing. We'll do a few hotspots
quickly, and then we go for another big pike or a big perch on a different river, I think. But we are still discussing what to do. After a pike like that, it changes everything, of course. It's a grateful thing to catch. Let's see if we can hook a few zander now. Ja. Sollen wir den androppen? Das sind zwei große, das ist ein richtig großer. Guck mal. Mach doch. Wir brauchen Köder. Bitte. Zum Pelagen. Gerne. Michael, looks pretty big there. Well, it feels perchy, but I've said that before. Was standing super shallow. We have it here. It's a perch, it's a perch, big nice perch. Yeah, it's a perch. Yeah, that's an important fish. That's a tank, dude. That's a tank. Well, I could. Yeah. I think so. It's a good one. It's 46. 46. Cool. Getting the old spikes up. Klaas was hammering a big bait for pike, and I was tagging along with a 15-gram jig head. Yeah, basically to catch everything that's catchable on smaller jig heads, and then this warrior of a perch. They are so cool. They are so cool on the river. That's gonna be nice stuff. Cool. Gonna put it back and let's see what happens. We have a few of those places left, so yeah. I can only fish the 10 meters from the bank because in the middle it's way too deep. So I have basically first 10-15 meters. It's a really steep slope with some rocky areas, and yeah, perch love it. Wasn't expecting it to get it with quite a lack of current at the moment, but yeah. That's an awesome fish, dude. So well played, buddy. Really good. Cool. Good stuff. Good stuff. So wird's gemacht. Mit dem bisher größten Barsch des Tages macht Swartzonka einen großen Schritt nach vorne. Apropos große Fische. Hatte Zack nicht gerade noch einen auf dem Monitor? Ist echt fast totengehend hier. Ist nicht viel los. Ist nicht viel los. Ist unglaublich. Ja, ich denke, das liegt echt an der Tide gerade. Ja, klar. Wenn da wieder Dampf drauf ist, dann kommen die wieder hier. Geht's wieder los. Die liegen vielleicht auch ganz pep am Grund. Das war nichts. So, wir wollen jetzt unsere sogenannte Power Hour nutzen, indem wir einfach ganz klassisch in die Buhne reinfahren. Frankie hat einen Geber vorne, ich habe einen Geber hinten, und wir können komplett diese Fächerung machen über eine bestimmte Gradzahl und können den Winkel einstellen und sehen dann in der Flachwasserzone, wo sich die Krautfelder befinden und wo sich die einzelnen Kuhlen und auch die einzelnen Fische befinden. Je nachdem, was ihr für eine Wassertrübung habt. Natürlich geht er mit der Verstärkung hoch oder runter. Und wollen wir jetzt nutzen, um gezielter, direkter um die Krautfelder rumzuangeln. Denn wir sind immer noch der Meinung, dass die großen Fische auch im Flachen, im Kraut stehen und wir sie da hoffentlich rauskriegen werden. Hier vorne hängt was vom Baum. Das gucken wir uns mal genauer an. Wir lieben ja Schnüre, aber die müssen nicht im Baum hängen. So sieht es nämlich aus. Sieht so aus, als hätte da jemand einen Baum geworfen. Boah, da ist noch ein Gummifisch dran. Junge, was ein Haken. Boah, der Wirbel, Alter. Ei. So, das Ende haben wir. Jetzt wird's anders wild. Das habt ihr noch nicht gesehen. Junge. So sieht das Ding aus. Und der Wirbel, den kannst du zum Haifischangeln nehmen. Wer auch immer das hier verloren hat, ja? Der Haken passt nicht zu dem Gummifisch. Und auch wenn der ein bisschen ausgelutscht ist, dann macht man da vielleicht noch mal was mit dem Feuerzeug oder so, aber nicht mit dem Kabelbinder. Der Wirbel ist natürlich viel zu groß. Selbst der ist schon zu groß. Und Leute,
ihr wollt Fische damit fangen, ihr wollt Spaß damit haben, investiert ein bisschen Geld und kauft nicht so einen Quatsch, sondern kauft euch anständiges Material, kauft euch Niti. Da habt ihr was von, das macht Spaß und ist nicht so ein Unsinn wie hier, weil unsere Angelzeit ist immer begrenzt. Macht da das Beste draus und macht nicht so einen Quatsch. Jetzt kann es weiter mit dem Angeln gehen. Oh, scheiße. Fisch gehabt? Ja. Das ist gut. Fish off? Ja, big one. Yeah, oh, big fish, big sender. Big sender on a big tees. Whoa, big First sender. cast. Whoa, man. Oh, this looks big. No, it's not that big. No? It's in full current, huh? Yeah, but it looks good. It looks good. Yeah, but it's not that big. Okay. But maybe. The real big ones, Maybe, Don. No? It's okay, huh? It's okay. But first cast. First cast. Not too bad. I told you the spot is good. Is an upgrader from the other one? 51? 51 centimeters under. Let's release him. Hopla! Cool. Awesome. I caught the fish using this drop shot setup. So it's a mega tease in the color Dirty Harbor and a really effective lure for perch and zander fishing on the drop shot. The rod I'm using is a Versitease. This rod is perfect if you want to do multiple techniques with one rod. It's slightly stiffer than the drop shot rod, and because there is a lot of current and sometimes very big sanders, I like to take this rod. So as you can see, it was a great fight, and this rod really gives a nice action during the fight. Let's try and catch another one. Super! Westin bleibt im Rhythmus. Als einziges Team mit allen 3 Zielfischen in mindestens doppelter Ausführung haben Luc und Ton für Tag 2 übrigens schon jetzt viel taktischen Spielraum. B1 wiederum muss in den verbleibenden 2,5 Stunden noch ein bisschen ackern. So, guck mal, der Geber steht so, das ist jetzt der Perspective Mode. Jetzt seht ihr das Bild, wir haben praktisch nicht nach vorne einen Forward-Mode, also der Livescope-Geber hat verschiedene Ansichten und jetzt sind wir im Breitmodus, also flach leuchtet ja das in diesem Umkreis aus, also perfekt für Flachwasserreviere. Sehen wir jetzt, wenn hier ein Fisch durchschwimmt, können wir den in live sehen und vereinfacht uns auf jeden Fall das gezielte Fischen von, ja auch hier im Krautfeldern oder im flachen Wasser. Eine super Sache und dann machen wir, so nutzen wir unsere Power Hour. Big one. It's full hooked or? I don't know. It was a very strange bite. There is also a lot of bream on this spot. Very strange bite, but maybe it's a good zander. I'm not sure what it is. I'm not sure. We caught a big one here. But it feels heavy. It feels heavy. You see what he's doing? So, wow. It feels really heavy. If this is a zander, then it's a big one. Maybe it's a pike. It's possible a pike because it feels heavy. Heb je de beet gevoeld of was het? Ging het eraan? Ik twijfelde. Maar het is te groot voor een waarom moet het zo dicht alleen? Meerval? Heel raar dit. Heel raar hoe dat hij vecht. Het zou een gepikte kunnen zijn, maar het is heel raar hoe dat hij vecht. En is het een gepikte snoekbuis of? I don't know. It's very strange fight. I'm not sure if this hooked properly, but I don't know what to expect, to be honest. It's so super strong. You see, it's very strange. Maybe it's a mega zander, eh? You know. Could be an a catfish also, eh? On this river. Very special It looks like it gives head shakes. Yeah, I don't know what to expect. Normally I have a clue, but it can be a very big bream, false hooked in the current. One thing is sure, it's very, very strong. But I would not be surprised. It's a false hooked bream, but can also be a I don't know. Now it's coming. It's
stays deep, so it can be a false hook bream also, but we never know. Je had het hekje ligt op braasmeer. Maar dat blijft zo diep, hè? Maar het blijft diep, dat is geen braasem, hè? Speciaal. Dat is misschien een heel dikke snoephazen, man. Dat zou ook kunnen. Dit lijkt meer op een ruststomphazen. Dit lijkt meer op een ruststomphazen. Maar hij bonkt niet, hè? Een grote snoek, ja. I think so. Be a big pike. Oh, catfish! Catfish! I told you, huh? It's my first catfish on the river. I netted? Yeah, but no, I'm not sure. I take my glove. Catfish. That's maybe why the sanders are not biting. Yeah. There's a catfish. Oh my god. That's your first one. My first catfish on this river, I tell you. We win the species today. Yeah. Yes, sir. Look at this. Shetty's white. pearl. Very good for catfish. Shetty's white. Shetty's pearl. Oh my god, what a fight. Today anything is possible. A pike of 115. And it's a special day. And it took on the place, huh? Yeah, on the spot. On the drop-off where you always get the senders. But crazy. I don't know what's going to happen next. Yeah, I also don't know. Junge, nervenaufreibend. Wir merken uns. Shetties, eine absolute Wallerwaffe und schwenken zu Schwarzonker, wo eine Havarie droht. Klaas, what are you doing? This is a whole, I know side scan is a good thing, but this is like literally scanning it. La 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 la. When you ignore the problem, there is no problem. Oh, there's rocks. What do you mean by problem? Oh, lots of rocks. Come on, back. Oof. Yeah, now we're good. If you're ever wondering, buying a Lowrance Ghost, it can take a punch or two. All the leaves are brown. Nothing happened. I mean, Klaas? Yeah. Did we bump into stones? What stones? No stones. Oh, come. Take. Big sound. You see it? Snoekbaar zeg. Yeah, just with his nose against the bait. Fisch. Kleiner oder großer? Ab. Oh, das ist ja eingestiegen. Ich glaube, großer. Das ist was. Ja, Fisch. Let it be a Z. Let it be a B. A B one, yes. It's a Z. And it's a tiny Z. A tiny Z. 50.5, so that means 51. So again, small upgrade. Not huge, but again, every fish counts. So pretty cool. But we've seen bigger ones, way bigger ones than these ones. So I'm gonna get this beauty back and then we continue fishing. So, wir haben die Power Hour jetzt wirklich intensiv genutzt, eine halbe Stunde, und brechen es direkt ab. Die Zander laufen hier nicht, also wir haben da kein Vertrauen drin, es liegt aber jetzt an der Tide. Wir wechseln jetzt wieder zum allerersten Spot. Genau. Dann machen wir wieder Powerfischen, das wollen wir wahrscheinlich auch durchziehen. Denke ich auch. Und gucken, dass da noch der ein oder andere Fisch kommt. Leider haben wir mit der Live-Technik nichts an Fisch gesehen, außer Brassen.
Und von daher macht es auch wenig Sinn, jetzt hier weiter zu angeln. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir die Zander hätten abhaken können. Das wäre dann für die Gewässerwahl am Dienstag vielleicht etwas leichter mit der Entscheidung. Aber wie das beim Angeln nun mal ist, wenn die Fische nicht da sind, kannst du sie nicht fangen. Also versuchen wir jetzt noch mal da anzusetzen, wo wir heute Morgen waren. Und vielleicht haben wir jetzt Glück, dass die Barsche on fire sind und wir vielleicht noch den einen oder anderen Barsch einsammeln. Oder noch mal Glück haben, dass uns da noch mal ein schöner Hecht reinrennt. Also von daher Boot fahren. Bis später. Okay, die letzten 2 Stunden haben angebrochen. Und ja, ihr könnt euch sicher vorstellen, unsere Frustration ist groß. Aber wir lassen uns natürlich die gute Laune nicht verderben. Wir versuchen jetzt hier noch mal Powerfischen und Kantenjiggen immer mal wieder zu switchen, so dass wir vielleicht noch die Chance haben, den zweiten Fisch zu fangen. Aber ihr wisst es schneller als wir wahrscheinlich. Wieso? Ja, weil die doch die Folge schnell gucken können. Das ist was für die mitdenkenden Zuschauer. Wir haben jetzt ein riesengroßes Flachwasser vor uns. Und deswegen wechsle ich jetzt mal auf den Reaper und fische den hier durchs Flachwasser. Da habe ich schon den einen oder anderen Hecht auf Topwater gefangen. Mal gucken, vielleicht haben wir die Chance, so noch einen zu kriegen hier. Wäre natürlich genial auf Topwater. Auch wenn's nicht läuft, lässt man bei Stroff nichts unversucht. Westin hat das Boot derweil mitten auf einen Barsch bzw. Zanderberg versetzt. So guys, we are in a spot, a big plateau with a few big sanders around. So I'll use the live scope now, the power hour as it's called, to take a look where the big sanders are on the big plateau. So it's a plateau with a lot of bait fish, and now and then there is some big sanders in between. So let's take a look. Ja, weit. Oh, los. Fisch. Wirklich? Ja. Oh ja, da ist er. Das ist er. Frankie, das ist er. Ab! Nein! Auch ab! Der ist nachgelaufen. Ach ja, zu klein. 59. Ja komm, schmeiß zurück. Am Barsch dran. Ich kann da gar nicht hingucken. Ja, small one. Small one. Dit zal weer goed zijn, hè? Ja. Ja. What's that? Perch. Good perch. Oh, there's a whole bunch of perch. There's a whole bunch of them. Yes. Yes, good. Spot lock. Yes, the switch worked. Hey, it's spitting out small baitfish. Is it? Yeah, and there was a second one following it as well. Yeah, so. like 5 or something. I got a There was a whole bunch. Yep. Oh, yes. Oh, and spitting out crayfish as well. Really? Yeah, look at it. Here. Wow. They're munching. They're munching over here, yeah. Smell it. Sorry. It went too far. Sorry, you came too close, dude. It's super close to just... Oh, my bad. I didn't mean to do that, but sorry. I was hungry, but not that hungry. Like, come on. Smell it. You can tell that it's definitely one of the new whitefish. What the... It is completely gone. So we had a lot of positive feedback and a lot of big pike being caught on the whitefish heads. Right now we had them up to 17.5 centimeter. But we had a big demand also from you guys to get a 15 and even a smaller size, because those baits, they work really well, especially for perch and zander. So right now this 12 centimeter version, bang on the money. Nice, all the new whitefish sheds. Change of tactics. We had a lot of zander following, and I had one of these following my deviated tail. So we thought, you know, let's turn around, let it rest for like half an hour and then switch it up and fish with smaller baits. And just with a 7 gram jig head, single hook, and just spin it above the grass, and it worked perfectly. Yeah, it is 42. 41 and a half. 41 and a half, that's 42. 42. Yeah, nice. Those are important points, buddy. Nice. I think we might snatch another one from this spot. Hopefully a bigger perch. And I think we got a full paper done here, full cart. If we get another perch. Sure. Let's go.
Das stimmt, zumindest hypothetisch. 2 Fische müssen die beiden am Lake Day natürlich trotzdem noch fangen. Savage Gear kann mit Tag 1 zufrieden sein, genau wie die Newcomer, obwohl es für Mr. Swartzonker persönlich an diesem Nachmittag bisher nicht ganz so rund gelaufen ist. Well, I've been hammering some big baits for a while now for hopefully catching a good-sized pike, but we are not connecting with those. So I'm going to switch back to a small, the small McRumbler. Yeah, this one could catch any species. So we'll see. I think we had some good fishing today, but it would be great to have maybe a couple of larger sanders and maybe another good pike. But who knows? 24 Produkte mit einem Warenwert von über 245 € für nur 99,99 €. Ausschließlich exklusive Produkte zum Hecht, Barsch und Zanderangeln. 17 Topmarken, 24 Golden Tickets. Der beliebteste Angel-Adventskalender Europas ist jetzt vorbestellbar. Und wer bis zum 28.02. vorbestellt, der bekommt ein 25. Exklusivprodukt on top. Online-Kurs zum Angelschein für nur 69 €. Bei uns steht der Februar ganz im Zeichen der Liebe. Und was gibt es Schöneres als Zeit zu zweit? Und am besten gemeinsam die Zeit beim Angeln am Wasser verbringen. Alle Kurse jetzt für 69 € nur auf anglerschmiede.de. Ich habe eine neue Mission. Ich will einen absoluten Angelanfänger zu einer richtigen Fangmaschine ausbilden. Du hast keinen Angelschein? Dein größter Fang war ein Guppi aus deinem Kinderaquarium? Du denkst, Jing ist ein neuer TikTok-Tanz? Perfekt, du bist mein Kandidat. In meiner neuen YouTube-Serie Coach Biggie nehme ich den absoluten Angellutscher unter meine Fittiche und forme ihn zum Big Fish-Jäger. Aber halt, bevor du dich freust, nicht jeder Anfänger kann hier mitmachen. Es gibt ein paar Regeln. Du hast keinen Angelschein oder ihn frisch gemacht. Du hast keine Probleme, einmal im Monat nach Holland zu fahren. Du bist flexibel und belastbar, denn Fischer haben keine Bürozeiten. Dann bewirb dich jetzt mit einem kurzen Video. Sag uns, wer du bist, warum du keine Ahnung hast vom Angeln und warum ich dich coachen sollte. Aber Vorsicht, ich bin ein harter Coach. Falls du denkst, dass Angeln aus Bier trinken und Sitzen besteht, bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich will Einsatz sehen. Du wirst werfen, knoten, twitchen und jiggen, bis dir der Arm abfällt. Falls dies alles nicht auf dich zutrifft, kennst du vielleicht jemanden, der unbedingt von mir gecoacht werden sollte. Also schick uns deine Bewerbung oder friss weiter Fischstäbchen. Ja, jetzt aber. Schön angeladen. Nicht so groß jetzt ist. Ist egal. Ankerfunktion. Schön angeladen. War ein bisschen anders, oder? Naja, und Trailerhook. Und Wasser. Und was hast du noch alles gekriegt? Naja, gut. Ist eine Verbesserung, ist das schon mal? Ist das überhaupt ein Hecht gewesen? Nicht. Ist da hinten? Guck nicht ins Rot latschen. Und da hinten weiter. Ist jetzt auch kein Monster. Hier, komm. Aber der muss, wir brauchen trotzdem Fisch. Oh. Tobi. Ab. Gut. Weiter. Vorsicht. Gut, war jetzt nicht das Monster, war aber eine Verbesserung. Hast du eine stärkere Route? Kann passieren. Kannst du nicht nimm mal eine stärkere Route? Alles gut. Der Haken hat doch nicht gesessen. Scheiße. Mann. Kann passieren. Wir fangen größeren. Ah, das tat weh beim Zusehen. Immerhin kann sich B1 aber trotzdem auf sehr passable Wertungsfische berufen. Für die amtierenden Champions hingegen wird es langsam aber sicher brenzlig. So, ein Wurf noch an die andere Ding da und dann Abflug. Das hat nichts auf der Hacken hier. Das hat hier nichts auf der Hacken. Der ganze See hat hier, die ganze Gewässer, das ganze Land. Das stimmt nicht. Ja. Holland ist das beste Land. Holland ist das geilste Land der Welt.
An jedem normalen Hier schwimmt auch todesviel Fisch rum, ey, es ist so unfassbar. An jedem normalen Angeltag wäre ich schon auf der Couch zu Hause. Würde ich sagen, hier. 1:0 für die Fische. We're gonna quit for today. No, we go back to shallow fishing now. Shallow fishing and crankbait, and also maybe with the shetties. Yeah. I think that's a good plan. Yeah. Don't think we're gonna use the power hour. We don't have any live options, and to be honest, I mean, we like the occasional live fishing. We're not hating on it, but if we can, we prefer a different technique. We thought about doing some trolling above some spots where we found a good amount of brim and stuff, but this is just too much fun. Fishing in between the grass, using all kinds of different baits, and we had a lot of activity. It just doesn't feel right to do some trolling during the final hour. So we got like 1 hour and 10 minutes left, something like that. We're just gonna grind it out on the spots that we know that are producing, and hopefully we can get an upgrade from a Zander. But yeah, we would love to get a good perch. That would be fun, because then we have a full paper. That would make this already awesome day even better. Or a bonus spike, and we have seen that in between the grass as well. So we're just gonna continue fishing like we're doing. We're just having too much fun. Ganz untypisch für uns werden wir jetzt als letzten Strohhalm, an dem wir uns noch festhalten, jetzt auch noch zusätzlich alle Joker rausholen, die wir haben. Und zwar werden wir das live vorne anlassen. Das ist beim Driften jetzt nicht das Riesending, aber vielleicht sieht man da was man sonst nicht gesehen hätte. Deswegen, ja, vielleicht hilft es uns noch, den letzten Fisch, also einen Fisch noch zu bekommen. Müssen wir noch was zum Boot sagen? Ja, jetzt bin ich hinten. Wir haben die Plätze getauscht, dass Tobi mal nach vorne wirft, weil, na klar, hat man damit auch Vorteile, weil man ja schräg rauswirft, ist man immer im frischen Wasser. Der hintere hängt nach, jetzt angelt Tobi vorne. Aber ich steuere trotzdem den Motor, und das ist das Geile an diesen kabellosen Fußpedal. Ja. Guck mal, kann man den Motor nämlich ansteuern, man hat immer beide Hände dran. Wunderbar vom Heck des Bootes. Finde ich eine klasse Sache. Oder, Tobi? Das ist genial. I've been looking a little bit in the WhatsApp group and seen the score from the rest of the teams, and especially Westin. Impressive result, guys. Getting a pike of 1.15 m and a catfish of 1.20 m. I'm really jealous about that. No, but all jokes aside, that's you guys really performed well. So I think we're doing pretty well, and especially with the big lake day that we have left. Fingers crossed, but I hope that we can get high up in the rankings. Yeah, we go to the spot where I wanted to start this morning, but there was another Hugo team was there. I think that was Hugo at the show. But I know that spot very well, and I know exactly how to fish it. So maybe they did something wrong. You never know. So we're gonna see. So Leute, wir sind am letzten Spot angekommen. Wir haben jetzt noch 40 Minuten Zeit. Die Barsche haben uns leider hängen lassen. Und für die letzten 40 Minuten haben wir uns jetzt einen Bereich ausgesucht. Flachwasser, da kommt jetzt aber gleich ein Übergang zu einer Steinpackung. Und in dem Bereich, in dem Areal hier, sind ganz viele Brassen. Und da hoffen wir, dass hier irgendwo noch der ein oder andere große Fisch steht. Und ja, Frank angelt mit einem Rippler, 20 cm, und leiert durch. Vielleicht kriegen wir noch einen dicken Hecht, und ich versuche jetzt erstmal noch zu jiggen, dass wir vielleicht auch noch 2 Zander kriegen. Wenn wir 2 Fischarten abhaken könnten, wäre das natürlich super. Würde es einen Plan für den zweiten Bootstag etwas vereinfachen, aber ja, müssen wir jetzt einfach gucken, was kommt. Wir geben weiterhin Gas, drückt uns die Daumen. Das ist aber auch eine Leuchtkugel, du. So, ja. Match the hedge. Ja klar, sieht aus wie eine Goldforelle. Die werden ja hier drin wohl rumschwimmen. Ja. Oh, fuck, daneben, Alter. Fuck. Hier hätte er packen dürfen. Hier hat er gepackt, ne? Einmal daneben gehackt. So ist es. Aber seit langem mal wieder ein Biss. Vielleicht kommt ja jetzt noch was. No idea what it is, because it was a really funky bite in the current. Fish. It's a tiny Zander. Yeah.
kommst du her? Jetzt sind wir Köchern ordentlich. Wenn du mich lässt. There you go, buddy. Thanks. Schon wieder ab, ey. Oh. Wetter. Wetter. Oh my God, another meter plus. No way. It's the last 15 minutes and it's wall hooked, Sorry. I was literally waving hello to the guys from Weston just to be nice. And it shows when you're nice, you get a reward. Because I was waving and I just felt that hit. Now look at that fish. Yes! You guys may guess what bait I'm using. Yep. 98. 98 centimeters. So I'll do with that. What a fish. I think this is gonna be the fish to end the day with. Really cool fish. 98 centimeters. So we get 89, 98 and 1 meter 10. While not even fishing big baits. So you can imagine what's gonna happen in the next episode. Beautiful fish. Es sieht ganz so aus, als müsste sich die Konkurrenz am Lake Day warm anziehen. Savage Gear setzt den Schlusspunkt. Der dritte starke Hecht am Fluss bedeutet zugleich den Tagessieg für Hugo und Sean. Was sagen die anderen Teams zu den ersten 8 Angelstunden? 4 o'clock, buddy. Well, we did better than we What a day. What a day. What a day. We worked so hard. Amazing. What a roller coaster. Really a fun day out fishing. Oh yeah. Das war ein Tag zum Abschreiben. Weißt du, was auch ein schönes Hobby ist? Keine Ahnung, Fahrradfahren, Wandern. Vielleicht sollten wir da mal überlegen, ob das was für uns wäre. Oh Mann, ey. Bis zur letzten Minute gekämpft. Wir dachten, wir kriegen noch einen. Der Nachmittag war dann doch wohl nicht vom Glück jetzt. Plan ist tatsächlich aufgegangen. Wir wollten 2 große Fische, die in der Wertung bleiben. Oder es bleiben ja sowieso 2 drin, dass es gute Fische sind. Das ist uns jetzt gelungen mit dem 1,5 Meter Hecht und den 64er Zander. We had fantastic fishing with this big pike. That was crazy. Yeah. Some good sanders. We caught a lot of fish. The size was not always on the right side for us, but in the end we have also a few good sanders. Wir haben Fische dran gehabt, aber eben halt nicht rausgekriegt. Kommt vor. Trotzdem sind wir eigentlich ganz zufrieden, weil das ganze Training überliefert überhaupt nicht so. The last couple of days we fished in the river. Fishing wasn't really on. And today everything turned in our direction. Fortunate for us, this stupid little gravity twitch, I think, did absolute magic for some reason today. Unser Barschplan ist in die Hose gegangen. Das ist manchmal beim Angeln so. Aber wir hatten Confidence zu dem Spot oder zu dem Flussabschnitt und das war schon erstmal eine korrekte Entscheidung. Und der Rest wird man sehen am zweiten Tag, am Großgewässertag. Da werden wir auf dem AV schöne Spots anfahren, da freuen wir uns. Da haben wir auch schon kurz mal trainiert. Wir hoffen, das läuft doch genauso gut wie im Training. Da haben wir schon mal performen können. Ob das wieder so ist, wissen wir nicht. Aber wir sind guter Dinge und wir freuen uns. Wir haben den Angstgegner jetzt erstmal hinter uns. Wir haben ein paar Fische in der Wertung. Das ist für uns wichtig. I think we cannot complain. Impossible. It's a good first day, I think. Yeah. And we are pumped to do the next day. I'm really pumped, and the good thing is right now we know what to do on the Big Lake Day. So stay tuned. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffentlich mit den Rest der Fische, die uns noch fehlen. Well played, buddy. I You as really well. appreciate it. You as well. You as well. It's All kind right. of a romantic moment. Yeah, it is. Guys, please join us and follow us on YPC. Bleibt dran. Viel Spaß weiterhin und drückt uns die Daumen. Bis bald. We're gonna hammer it. I say
well done for the first day and see you guys on Tuesday. Next episode. Thanks for watching and see you soon. Ciao. Ciao, Jungs und Mädels. Cheers. Bye bye. Bye bye. Thanks for watching. Aktion Titelverteidigung ist zwar noch nicht gegessen, aber ich glaube schon. Die Jungs haben richtig krass gefangen. Wir haben richtig krass auf die Nase bekommen. Die einzigen Voll. 2 Bisse, die wir jetzt noch zum Schluss bekommen haben, die haben wir versemmelt. Oh, was ein Tag. 3 Bisse den ganzen Tag und 2 davon verhauen. Das ist nicht das, was wir uns erhofft haben. Nein, das ist auch zu wenig, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und es geht immer um Entscheidungen beim Angeln und wir haben die Entscheidung getroffen. Wir haben das hier durchgezogen und es war die falsche Entscheidung. Und damit müssen wir jetzt leben und gucken, was wir damit machen. Ja, Tag 2, alles geben vor allem. Gucken, dass wir vielleicht utopische Fische fangen, die irgendwie einen Fisch ausgleichen können, was natürlich eine Herkulesaufgabe ist. Aber man muss auch sagen, an den Gewässern, wo wir fischen, ist alles möglich. Und wir müssen einfach gucken, dass wir das besser machen, was wir heute verkackt haben. Ja, also schreibt uns noch nicht ab. Wir geben unser Bestes. Danke fürs Daumen drücken. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Wir brauchen nicht groß drum herum zu reden. Im letzten Jahr lag die Minimalpunktzahl fürs Weiterkommen bei 684 Punkten. In diesem Jahr werden es kaum weniger werden und Stroft müsste diese Zahl aufgrund dieses schwachen ersten Tages auch noch mit maximal 7 Fischen erreichen. Mammutaufgabe scheint da noch zu niedrig gegriffen. Abwarten, was den amtierenden Champions an Tag 2 zur Ehrenrettung einfällt. Zeck und B1 haben ebenfalls ein dickes Brett zu bohren. Dank guter Wertungsfische aber deutlich bessere Chancen, die an der Spitze enteilten Teams noch abzufangen. Schwarzonker fehlt vielleicht noch ein richtiger Ausnahmefisch. Für Westin spricht Lügs Riesen Esox, der aktuell aber nicht genügt, um an Savage Gears Hechtpunktzahl heranzukommen. Alles in allem scheint's hier auf eine spannende Entscheidung hinauszulaufen. Bevor wir Ton und Lüg aber wieder Big One sagen hören, geht noch ein bisschen Zeit ins Land, denn nächste Woche machen wir weiter mit der Gruppe C. Hendry Fiss und Gerald Vierhaut starten erneut als gut geölte Maschine für Fox Rage. Adventer setzt zum 2. Mal in Folge auf Honza Hubka und Frederic Julien, Paule Kraus und Christian Jülke gehen für Sunline ins Rennen und Luis Mendes fischt gemeinsam mit Teamangler David Skrovonek für seine Marke Monkey Lures. Neu dabei ist die schwedische Brandbite auf Bleak mit Jochen Elpers und Jonas Norberg. Und nach der ersten Bank-Teilnahme tritt die japanische Tackle-Schmiede Tailwalk mit Guido Hill und Robin Imkamp nun auch erstmals beim YPC Boat an. Spannende Konstellation und direkt in der Auftaktfolge schafft es ein Fisch vor die Linse, den die allermeisten in ihrem ganzen Leben nicht zu Gesicht, geschweige denn in den Kescher bekommen. Wenn ihr wissen wollt, von welchem Monster die Rede ist, schaltet nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder ein. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Wir freuen uns über Likes und Kommentare und falls ihr allmählich mit der Saisonvorbereitung beginnen wollt, besucht uns mal im Online-Shop. Bis nächste Woche und ciao.